Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute an der Talstation von der Wendelsteuer Zahnradbahn. Ich gehe mit euch heute auf einen großen Riesenkopf. Wir müssen leider da starten, weil näher dort gibt es keinen Parkplatz. Wir gehen jetzt aus dem Ort aus in südöstlicher Richtung, über die Brücken drüber Richtung Sudelfeldstraße, dann aber links und dann geht es für uns rechts rein. Auf geht's! Gerade über den Bach drüber gehen wir links aus dem Ort aus. Da war ein Parkplatz eingezeichnet, da ist aber ein Riesenfahrzeug gestanden und ich habe nirgends ein Schwindel gesehen. Naja, also bin ich wieder zurückgefahren zur Zahnradbahn und darum parke ich heute da drin. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Wanderparkplatz ist, ich habe kein Schwindel sehen können. Ja toll, da war ja doch ein Parkplatz gewesen. Da war vorher ein anderes Auto gestanden, da habe ich das Schwindel nicht gesehen, das Parkplatzschwindel. Na, ist egal. Das waren jetzt, glaube ich, 400 Meter, die ich da jetzt aus dem Ort rausgegangen bin. Und da geht es jetzt schon für uns rechts rein. Und da beginnt jetzt eigentlich die Tour. Ihr könnt natürlich das nächste Mal auf dem Parkplatz da parken. Ihr findet auch den Google Maps Plus Code wieder in Touren von Rucksacktaxi, wie das jetzt halt immer bei mir zum Finden ist. Und da geht es heute auf. Jetzt hätte ich es fast übersehen. Das ist was ganz Seltenes, wo wir da gerade drunter durchgingen. Ich weiß nicht, ob man es da kennt. Da oben hängt ein Berl dran, ein Nadelbaum mit Berl. Das ist ein Eiben. Da werde ich jetzt gleich mal schauen, bevor ich da oben noch ein schönes Foto mache. Ganz was Seltenes. An der Rinden ist mir gerade aufgefallen, dass sowas in der Größe da steht. Ich habe im Garten eine, die ist jetzt noch, ich weiß nicht, solange ich lebe, die hat mein Vater irgendwann einmal gesetzt. Und die ist jetzt gerade einmal so knapp 2 Meter groß. War mir interessant, wie alt die ist. Wir kommen an einem schönen Feldkreuz vorbei und an dem Backerl werden wir jetzt einmal die Jacken ausziehen. Die wird sauber warm jetzt. Schaut, dass der Wanderweg eigentlich fast mitten durch einen Hof durchführt. So was mag ich eigentlich normalerweise nicht. Das ist ja doch schon ein ziemlich privater Bereich. Aber da kommen wir nicht aus. Das ist leider so eingezeichnet oder geht vielleicht gar nicht anders. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden, wie man anders raufgehen kann. Naja, und in der Karte sieht man es halt auch nicht so. Es ist nur mehr angeschrieben. 10 Riesenkopf. Geht davon aus, Weg Nummer 10. Viel Wegweiser braucht man nicht. Bis jetzt geht es geradeaus. Ja, da schau her, mitten auf dem Weg, mitten in der Straße, ein Shop-Tintling. Und da stehen auch noch einige. Den nennt man auch
den Diabetikerpilz, weil der eine insulinfördernde Wirkung haben soll. Einen Artverwandten gibt es, den Faltentintling. Der ist aber dafür in Verbindung mit Alkohol extra giftig. Das heißt, Schwammerl soll man überhaupt keinen Alkohol dazu trinken, großartig. Aber beim Faltentintling ist es besonders schlimm. Da ist er nochmal angeschrieben. Und auch die hohe Asten, wo wir ja vor 2 Wochen erst drum waren. Bis jetzt ist das alles so ein ziemlich grober Fahrweg. Und dann geht man ja doch ähnlich wie in einem Steig selten einen Schritt wie einen anderen. Außerdem ist da gar nichts los. Jetzt hat mich gerade eine Frau überholt, weil ich mich da ein bisschen aufgehalten habe mit ein paar Aufnahmen. Und sonst habe ich da noch niemanden gesehen. Ich mache jetzt was ich selten mache. Normal ist der Weg geplant da drüben. Ich weiß aber, dass er dann einen Linksknick macht und da oben müssen wir auch wieder drauf kommen. Das heißt, ich schaue jetzt ein bisschen ab. Eine Mischung aus Abschauen, wo die Frau aufgeht. Vielleicht kennt sie sich da besser aus wie ich, gehe ich mal davon aus. Sie ist sehr zielstrebig abgebogen da unten. Und die zweite Teil der Mischung, nur mal in die Karten reinschauen. Viel kann nicht verkehrt sein, das sind jetzt so 150 Meter und wenn ich dann merke, ich bin wieder auf dem Streckenverlauf zurück, dann ist es auch in Ordnung. Das ist darauf so ein bisschen austreten, aber eben ganz wenig. Ich glaube, dass da nicht so viele Leute draufgingen und dementsprechend muss man halt auch mal ein bisschen hinschauen, ob man noch richtig ist. Es bestätigt sich, wir waren nach meiner Planung die Straße darauf gekommen. Das ist eben das, was ich meine mit einer Auffanglinie, die man manchmal nutzen kann. Und da haben wir den Zehner wieder mit einem kleinen Pfeil nach links. Und wieder stehen Schoptintling, wir Spalier am Weg und einige auch mitten aus dem Kies raus. Das taugt einer da drin scheinbar. Ich habe ja schon gesagt, der fördert die körpereigene Produktion von Insulin. Und ich glaube, ich muss zum Schwammerl so raus in meinen Wald. Dann wachsen sie da bestimmt auch. Die sind mit einem ganz eigenen, frischen Waldgeschmack ausgestattet und mit ein paar schön undünste Zwiebeln und Lauch. Ein eigenständiger Pilz. Nicht so edel wie der Stabholz, aber ich mag es auch. Und wir sehen nochmal rüber auf die Hochsaalwand. Rechts davon die Saalwand. Der Grasbuckel, wie er von da ausschaut, das ist die Rampoldplatten. Und der Wendelstein zeigt sich schon in weiß.
Die vor mir Frau ist immer noch vor mir. Selten, dass jemand so lang vor mir ist. Einmal habe ich es eingeholt, aber dann kann man halt bei Aufnahmen halt gerade den Abstand. Schaut, dass der untere Teil so viel Straß ist. Da herum ist jetzt wirklich schön ein Steig und der deutlich weherne Waldboden. Auch da hat der Wind ganz schön gehaust, aber das meiste, was da liegt, ist schon älter und liegt schon länger. Wir erreichen einen Riesenkopf, den großen Riesenkopf. Mit Verlaub, es ist ein langgezogener Gipfel und es sind doch schon einige Leute herum.
Man sieht gleich am großen Riesenkopf sind mehr Leute herum, als wir jetzt zum Beispiel letzte oder vor 2 Wochen auf dem Rehleitenkopf. Es ist auch kein Wunder, die Aussicht ist schon gigantisch. Heute sehen wir auch mehr wie vor 2 Wochen und da war jetzt ein ganzer Schwung Leute mehr herum, aber ist ja nicht so tragisch. Es ist ein großer Gipfel, da wo man sich auch ein bisschen daneben hier sitzen kann. Die Sonne scheint rein, heute kann man es echt aushalten. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.